Schön, dass ihr wieder vorbeischaut zu einem neuen Universumsvideo von PhatCosmos und heute habe ich wieder einen besonderen künstlichen Planeten für euch. Ein roter heißer Ringplanet, der sogar Wasser beherbergt, und wir schauen uns diesen Planeten und seinen Mond, der in der Umlaufbahn direkt in der Nähe ist, genauer an. Auch wenn dieser rote Ringplanet schön ausschaut und sogar Wasser beherbergt, er hat immerhin ca. 200 bis 250 Grad auf der Oberfläche. Und wie ihr im Hintergrund sehen könnt, hat dieses Sonnensystem 2 Sterne. So, hier ist einer der Monde, der sieht weiß-blau aus, sieht sogar etwas einladender aus als der rote Planet. Wie wir in der Realität vom Saturnmond ja kennen, könnte der auch einen Ozean beherbergen und sogar leben. Und dieser Mond, also dieser weiß-blaue Mond, der hat sogar auch Wasser auf seiner Oberfläche. Das schauen wir uns hier auch nochmal an. Hier haben wir erst nochmal so ein paar Felsstrukturen und sehen den riesengroßen roten Ringplaneten. Also er ist wirklich riesengroß. Und wir haben hier sogar auch Flüssigkeiten auf dem Mond. Ich sage jetzt einfach mal bewusst Flüssigkeiten, weil wir nicht genau wissen, ob es wirklich Wasser ist. Und wenn man sich diesen Gesteinsring anschaut von diesen roten Planeten, dann sieht man da einen großen Felsbrocken. Das ist ein kleiner Zwergmond, vielleicht ein größerer Gesteinsbrocken einfach. Ich weiß nicht, ob man den wirklich Mond nennen kann. Der ist wirklich sehr klein. So, und dann kommen wir hier eben nochmal zu dem Ringsystem, da einfach nochmal in der Nahansicht, bevor wir dann uns die Oberfläche des Planeten genauer anschauen. Ich kann mir also wirklich gut vorstellen, dass es diesen Planeten in Wirklichkeit da draußen im Universum gibt, vielleicht sogar ein Begleiter des Sirius-Stern, Aldebaran oder wie sie alle heißen. Dieser Planet hat wirklich eine leuchtende rote Atmosphäre und eine erstaunliche Oberfläche und im Hintergrund sieht man einen roten leuchtenden Punkt, das ist der Gasplanet, der da leuchtet, das ist gar kein Stern übrigens. So, hier nochmal die Oberfläche des roten Planeten und im Hintergrund der blau-weiße Mond. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Regen, den habe ich übrigens selber eingefügt. Das ist in der Engine gar nicht dabei. Und so könnte der Himmel dort vielleicht sogar ausschauen. Sollte dieser Planet wirklich Wolken haben, kann natürlich sein, dass es da nicht so viele Wolkenbildungen gibt. Das ist auch durchaus möglich, je nachdem wie diese Atmosphärenzusammensetzung ist. Hier ist nochmal die Oberfläche des Planeten und da wird vielleicht einer von euch sagen, hey, bei dem ganzen Rot, da wird mir ja schlecht, wie wenn da jetzt Menschen leben würden. Ja, die müssten wahrscheinlich Sonnenbrillen tragen mit speziellen Filtern. So, hier sieht es aber gar nicht so schlimm aus. Da haben wir auch eine Flussformation, auch die Atmosphäre natürlich im Rot und teilweise auch im Blau sogar gehalten. Das Wasser war zwar blau, aber wenn es rot wäre auf dem Planeten, dann würde es so ausschauen. Das sieht wirklich wie so eine Art Blutmeer aus, wirklich sehr interessant. Und hier eben nochmal das Ringsystem in der Nahansicht und im Hintergrund der blau-weiße Mond, der aber rötlich schimmert. Ah ja, und rechts kommt dieser kleine Felsbrocken, der in dem Ringsystem sich hindurchschlängelt durch diese Asteroiden. Hier nochmal die Oberflächenansicht. Wirklich unfassbar, also ich finde diese Ansicht wirklich unglaublich schön. Der Planet ist heiß mit ungefähr 200 Grad, hat trotzdem Wasser und ich glaube schon, dass es auf diesem Planeten Vorstufen von Leben geben könnten. Bakterien oder irgendwelche Algen im Wasser. Vielleicht ist es im Wasser aber auch etwas kühler, wer weiß, aber vielleicht kommt die Hitze ja auch vom Kern des Planeten. Aber man muss auch dazu sagen, dieser Planet hat auch eine dicke Atmosphäre und hält das Wasser ja dort, da wo es ist. Aber es könnte natürlich auch sein, dass der Planet noch sehr, sehr, sehr jung ist. Und das könnte bedeuten, dass er das Wasser nach und nach verlieren wird, in den nächsten 100 Millionen Jahren vielleicht. So, und hier haben wir die Doppelsterne, die um sich selber rumkreisen. Es könnte natürlich sein, dass die auch wirklich so heiß sind und diesen Planeten langsam einfach verglühen lassen. Aber wer weiß, aber vielleicht schafft es ja dieser Planet so eine gewisse Kehrtwende hinzulegen, wie unsere Erde, die ist ja am Anfang bei ihrer Geburt, hatte die ja auch alles voller Lavamassen und alles voller Hitze und so weiter. Ich hoffe, dir hat die Vorstellung des Planeten von der Engine gefallen und würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten künstlichen Entdeckungsvideo aus dem künstlichen Universum und sage danke bis dahin und ciao.